Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Arndlang. Heute geht's, beziehungsweise diesmal geht's um Strings. Strings sind sozusagen das Einfachste, was wir Menschen uns vorstellen können, aber für einen Rechner ist es gar nicht so einfach, sich so ein Ding vorzustellen. Die Rede ist von Zeichenketten. Zeichenketten sind ja im Prinzip immer gang und gäbe. Ich meine, selbst dieses Skript hier ist eine Zeichenkette. X Doppelpunkt Range von 10 ist im Prinzip ja eine Folge von Buchstaben, wenn man es genau nimmt. Und diese Folge von Buchstaben kann natürlich auch was anderes sein, zum Beispiel Hello World oder sowas, kennt ihr aus quasi allem. Und ja, Zeichenketten sind eigentlich recht einfach zu erstellen, sind aber intern sozusagen Sequences. Deswegen habe ich die jetzt so spät dran gebracht, weil wir alles zu Sequences erstmal vorher machen wollten. Ich werde jetzt hier tatsächlich wieder in den interpretierten Modus gehen, damit ich hier euch alles zeigen kann. Und ja, hier drin bleiben. Okay. Also, ein String ist eine Sequence, das bedeutet, wir können ihn auch einfach als Variable erstellen, war sowieso schon vorher klar. Und die Keys sind hier diese Anführungsstrichle. Und wir geben jetzt hier einfach was ein oder so. Und dann können wir damit arbeiten, als wäre es eine Sequence. Das heißt, wir können hier reinschreiben, du kannst doch keine Frauen und Kinder abschießen. So. Und dann speichern wir uns ein Y rein. Doch, ist ganz einfach. Mehr Zitate bringe ich jetzt tatsächlich nicht rein. Und jetzt können wir damit arbeiten, als wäre das Ganze einfach eine Sequence eben. So, jetzt können wir hier sagen, zum Beispiel x, y, dann haben wir das beides direkt aneinander. Achtung, wir haben keine Satzzeichen oder sowas, die wir hier reinbekommen. Das heißt, theoretisch müssten wir schreiben x, so, und jetzt haben wir hier gesehen, ich habe den Punkt hier oben nicht reingemacht, also muss hier ein Punkt rein, dann Leerzeichen, dann wieder so ein Anführungsstrichle, sieht aus wie ein Smiley, dann ein Komma und dann ein Y, dann steht hier drin, wie wir es gerne gehabt hätten, so auseinandergeschrieben eben. Also so könnt ihr dann mit Strings arbeiten. Genau, ihr könnt natürlich auch andere mögliche Sachen aufrufen, hier vielleicht nicht unbedingt alle Rechnungen oder sowas, aber wenn ihr eine Funktion habt, die Buchstaben verarbeiten kann, dann ist das alles kein Problem. Speziell für Strings möchte ich euch auch noch zwei Funktionen, um genau zu sein, vorstellen. Und das ist SEQ, also String Sequence. Die nimmt einen String, da werde ich jetzt einfach mal x benutzen und liefert uns als Ergebnis eine Sequence. So, und jetzt seht ihr, ihr könnt hier tatsächlich auch das Ganze in eine Sequence reinpacken und dann könnt ihr auch darauf arbeiten. Das ist ganz normales ASCII bzw. irgendeine Codierung und dann könnt ihr einfach auch +1 oder sowas rechnen. Also zum Beispiel str Sequence von x und das Ganze +1. Dann bekommt ihr hier 69 und 118 statt 68, 117 und so weiter und so fort. So, und dann könnt ihr das Ganze vielleicht auch wieder zurückverwandeln, also eine Sequence zurückverwandeln in einen String. Und das macht ihr, indem ihr hier einfach reinschreibt, String Sequence, also ich habe jetzt einfach mal das hier genommen, String Sequence +1. Gut, vielleicht sollte ich es doch nochmal neu tippen. Ich muss hier nämlich Klammern drumherum machen, String Sequence von x +1. Und das Ganze soll zurückverwandelt werden. Und zwar mache ich das mit der Funktion Sequence String. Also sie wandelt eine Sequenz eine Sequence in einen String um. So, jetzt habe ich das klugerweise zwischengespeichert. Kann ich hier einfach Klammer zumachen und fertig. So, und auf einmal haben wir ja, was anderes dastehen. Also jedes Leerzeichen ist zum Beispiel ein Ausrufezeichen gekommen. So könnt ihr übrigens sehr, sehr einfach einen Cäsar implementieren, wenn ihr meine Kryptographie-Reihe verfolgt. Ist auch übrigens sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Aber ja, so, das ist quasi das, was ihr mit Strings auf jeden Fall machen könnt. So könnt ihr dann übrigens auch mit Strings rechnen. Hier könnt ihr auch irgendwelche Magie betreiben und irgendwelche hart kryptografischen Sachen damit machen. Auf jeden Fall lesen kann das hier zumindest ohne Probleme keiner mehr. Aber es ist im Prinzip auch nicht verschlüsselt. Das heißt, hier hättet ihr zum Beispiel sehr, sehr leichtes Spiel, wenn ihr irgendwie was anti-spoilern wollt oder sowas. Also Spoiler verhindern wollt, will ich damit sagen. Gut, das ist eigentlich auch schon wieder zu Strings, was ich euch zeigen möchte. Wie gesagt, ach halt, stopp, nee, es ist noch nicht alles. Und zwar, es gibt Special Characters in Strings. Und die sind nicht so einfach, oder doch eigentlich sind sie schon recht einfach, wenn man sie kennt. X ist ja unser String gewesen, den konkateniere ich, also da hänge ich jetzt einfach was hinten dran. Und zwar folgendes, ein \n. So, \n ist vielleicht dem einen oder anderen von euch bekannt. \n bedeutet neue Zeile. Wenn ich jetzt hier x ausgebe, dann sehen wir hier, dass dieses \n wieder verschwindet. Stopp. Ja, ich hatte es ja gar nicht zwischengespeichert. Hier sehen wir tatsächlich, dass dieses \n noch da ist, aber wenn ich das
direkt ausgeben würde über Echo oder sowas, dann müsste ich hier eine neue Zeile bekommen. Also das \n bedeutet neue Zeile, New Line, deswegen N. Und da gibt es ein paar Spezialdinger, zum Beispiel, wenn ihr einen Backslash darstellen wollt, vernünftig in eurem String drin, wenn er gerade ausgegeben wird, dann müsst ihr sowas schreiben wie, also x ist jetzt einfach mal irgendwas, was ich hier habe, und dann müsst ihr hier ein Backslash darstellen, um einen einzelnen Backslash eben vernünftig darstellen zu können. Okay, wird jetzt hier allerdings gerade anders angezeigt, also einfach mal ein bisschen rumprobieren und dann könnt ihr vielleicht die Special Characters in der neuen Version, da habe ich jetzt noch gar nicht so genau drüber nachgelesen, vielleicht sind die in der neuen Version auch so darstellbar. Okay, das war es jetzt tatsächlich zu Strings. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und nächstes Mal machen wir so ein bisschen Objektorientierung und dann sind wir eigentlich schon so Richtung Ende unterwegs. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!